Ich bin Strafrechtlerin. Ich interessiere mich vor allem für Sexualstrafrecht und da geben die Bilder natürlich eine Menge her. Das erste Bild ist von einem holländischen Maler, Pieter Aertsen, aus dem 16. Jahrhundert. Eine Szene, die aus 2 Bildebenen besteht. Die Vordergrundszene soll Sexualität als alltägliches Phänomen, aber eben auch als permanente Verführung darstellen. Zum Beispiel sehen Sie auf dem Markt Eier, Vögel, bestimmte Gemüse in einschlägigen Formen. Wichtig ist die Szene, die sich im Hintergrund abspielt, Jesus und die Ehebrecherin. Das Entscheidende bei dem Bild ist, dass es auf eine Zeit zurückweist, als Sexualmoral noch der Kern auch des Sexualstrafrechts war. Das heißt, die Zeit, in der alles, was sexualmoralisch anstößig war, dann auch bestraft wurde. Und zwar, wie wir da sehen, eben sehr streng bestraft wurde. Steinigung, Todesstrafe. In dieser Szene geht es jetzt um einen anderen Kontext. Was wir in dem Bild von Slevogt sehen, ist das klassische Verständnis von Vergewaltigung, nämlich, wie unser heutiger Name ja auch sagt, es geht um Gewalt. Relativ spät eigentlich, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bildet sich die Vorstellung heraus, dass das Nein, die Ablehnung, das Entscheidende ist, nicht die Gewalt als solche. Es braucht übrigens nicht mal die Worte sein, es reicht, wenn man den Kopf schüttelt oder irgendetwas macht, wo die Kommunikation klar signalisiert, das ist jetzt unerwünscht und dann ist es nach deutschem Recht jetzt strafbar. Heute spielt der Unterschied zwischen Nein heißt Nein und dem anderen Modell nur Ja heißt Ja eine große Rolle. In Kontexten, in denen Erziehung, Verhaltensnormen allgemeiner Art eine Rolle spielt, macht es nur Ja heißt Ja-Modell durchaus Sinn. Deshalb wird das ja auch im Kontext von College-Verhaltensregeln in den USA diskutiert. Wir reden über das Strafrecht, das heißt über eine wirklich harte Reaktion. Und in diesem Kontext würde ich auf einem Nein heißt Nein-Modell bestehen. Das bedeutet, dass wir umgekehrt natürlich von einem potenziellen Opfer verlangen, dass die Ablehnung geäußert werden muss. Ein ästhetisch, wie ich finde, jedenfalls sehr schönes Bild ist das Bild von Max Liebermann, Simson und Delilah. Dieses Bild habe ich auch deshalb als interessantes Bild herausgepickt, weil wir etwas sehen, was relativ selten ist. Eine Frau als Straftäterin. Die Frauen machen im Sexualstrafrecht bei den Tätern ja nur einen minimalen Anteil aus. 2%, 98% sind tatsächlich Männer. Warum könnte das hier, was Delilah gemacht hat, ihn zu einem Sexualakt zu überreden, warum könnte das eine Straftat sein? Auf die Idee kann man nur dann kommen, wenn man auf die Täuschung abstellt. Denn sie hat ihn darüber getäuscht, dass es ihr eben nicht um Liebesbeziehungen oder um eine sexuelle Beziehung ging, sondern sie verfolgte einen Plan. Sie wollte ihn wehrlos machen, damit sie ihm die Haare abschneiden kann. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es nach deutschem Recht nicht strafbar wäre. Denn Motive, Beweggründe, warum der Mann sich auf diesen Sexualkontakt eingelassen hat, spielt für den Blick auf den Sexualkontakt keine Rolle. Also es gibt Fälle, in denen Täuschungen relevant werden. Das kann sich im Ergebnis auswirken, nämlich dann, wenn die Täuschung die Art des physischen, des körperlichen Sexualkontakts ändert. Und die bekannten Fälle hier sind die Fälle des Abstreifens eines Kondoms gegen den Willen und ohne das Wissen der anderen Person typischerweise. Dann ist das ein anderer Sexualakt. Für die vielfältigen Fragen, mit denen ich mich beschäftige, gab es tatsächlich anschauliche Bilder, weil das alles Fragen sind, die die Menschheit seit Jahrtausenden zum Teil beschäftigen. Nur hat sich unser Blick im Laufe der Jahrtausende entscheidend geändert. Und diese Veränderungen nachzuvollziehen anhand dieser Bilder ist wirklich eine spannende Aufgabe.